Climbed in the cabin, Casey Jones. Orders in his hand, Casey Jones. Leaning out the window, taking a trip to the promised land. Das ist ein Ausschnitt aus dem heutigen Song Casey Jones über das Schicksal eines Lokomotivführers, der im Jahre 1900 bei einem Eisenbahnunglück ums Leben kam. Cash hatte für sein Konzeptalbum Blood, Sweat and Tears, also Blut, Schweiß und Tränen, diese Ballade und weitere Songs über das harte Leben der Working Man, der Arbeiter, neu arrangiert. Das Album war nicht sehr erfolgreich, aber wenn man Johnny Cash kennenlernen und verstehen möchte, kommt man an diesem Konzeptalbum nicht vorbei. Das ist Thema meiner heutigen Story. Wie immer kannst du mit der Kapitelmarkierung gleich zum Song springen. Ich freue mich aber, wenn du dran bleibst. Damit willkommen zu Memories of Johnny. Gleich nach dem kurzen Intro geht's los. Hello, I'm Johnny Cash. In meinen letzten Videos habe ich Cashs Wandlung zum Folksänger etwa ab Anfang der 60er Jahre bereits erwähnt. Einen Anteil daran hat sicher auch die Carter Family mit Mabel Carter und ihren 3 Töchtern, die ab 1961 zu seiner festen Begleittruppe gehörten. Die Folkmusik der Original Carter Family mit Mabel als Gründungsmitglied und Urgestein liebte er ja auch schon als Kind. Schau dazu gerne mein Video Roots of Cash nochmal an. Cash beschäftigt sich viel mit amerikanischer Geschichte und den Schicksalen der zahlreichen Protagonisten. Er macht daraus aber niemals staubtrockene Geschichtsvorträge, sondern oft ehrliche, mitreißende und eindrucksvolle Songs. Als er noch bei Sun Records unter Vertrag stand, wäre die Veröffentlichung solcher Songs nicht möglich gewesen, aber Columbia ließ ihm dazu mehr Freiheiten. Damit konnte er sein Verlangen und seinen Wunsch nach sogenannten Konzeptalben verwirklichen. Ihm war es allerdings ziemlich egal, ob sich seine Songs erfolgreich verkaufen würden. Er wollte es so und Columbia ließ es zu. Nach seinem ersten Konzeptalbum Ride This Train begannen im Sommer 1962 die Aufnahmen für sein Konzeptalbum Blood, Sweat and Tears, Blut, Schweiß und Tränen. Das steht übrigens hier hinten im Hintergrund an der Wand. Es enthält neben Songs von Jimmy Rogers, dem singenden Eisenbahnbremser, auch Songs von Merle Travis und von Harlan Howard, einen von ihm selbst geschriebenen Song und einige von ihm neu arrangierte traditionelle Folksongs. Thema des Albums sind Arbeiterlieder. Dramatische Songs über einfache Leute und ihre fortwährenden Kämpfe im Alltag. Johnnys Mitgefühl für den kleinen Mann und für die Unterdrückten ist in jedem Song spürbar, deutlich spürbar, durch die Stimme, die Art seiner Interpretation, durch eine sehr, sehr sparsame Instrumentalisierung und nicht zuletzt durch den effektvollen Einsatz von Geräuschen. Da ist das Hämmern auf Stahlteilen, das Rattern und das Pfeifen einer Lokomotive oder auch das Rasseln einer Kette. In einer Plattenbeschreibung steht, ich zitiere, wenn es einen Moment gibt, der zeigt, wer Johnny Cash wirklich ist und was er werden wird, dann ist es Blood, Sweat and Tears. Zitat Ende. Der Satzteil, was er werden wird, zielt darauf ab, dass Johnny zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade einmal erst 30 Jahre alt ist. In diesen Liedern geht es auch um Cashs Werte, die ihn seit seiner Kindheit geprägt haben. Blood, Sweat and Tears erreichte als Album lediglich Platz 80. Offenbar wollten die Leute damals lieber zu fröhlicher Musik tanzen, als solche ehrlichen und teilweise auch, muss man sagen, verstörenden Statements zu hören. Aus heutiger Sicht ist es sicherlich eines von Cashs essentiellen Meisterwerken. Enthalten ist ein Song über einen legendär gewordenen Schienenleger, der gegen eine Maschine, die ihn ersetzen soll, kämpft, gewinnt und dann am Schluss aber schließlich doch stirbt. Weiter geht es um einen Arbeiter in einer Kohlenmine, in einem anderen Lied um einen zum Tode Verurteilten. Es geht um einen Baumwollpflücker, der pleite geht, und es geht um einen mittellosen Mann, der auf seinen Zug nach Hause wartet.
Mein heutiger Song Casey Jones handelt von dem gleichnamigen Lokführer, der am 30. April 1900 bei einem Zugunglück ums Leben kam. Er fuhr den sogenannten Cannonball, die Kanonenkugel, von Memphis in das 183 Meilen entfernte Canton, Mississippi. Er wollte eine Verspätung aufholen und fuhr ziemlich schnell, stieß dabei auf einen liegen gebliebenen Zug auf demselben Gleis. Legendär wurde er, weil er nicht vor dem Zusammenstoß abgesprungen ist, sondern bis zum Schluss noch probiert hatte, den Zug zum Stehen zu bringen. Schließlich wurde er mit der Bremse in der Hand in dem Wrack tot aufgefunden. Cash hatte den ursprünglichen Folksong von 1909 neu bearbeitet und arrangiert und so klingt er. Come all you rounders if you wanna hear the story about a brave engineer. Casey Jones was the roller's name on a 6-8-wheeler cause he rode the thing. Caller called Casey about 4:30, kissed his wife at the station door, climbed in the cabin with his orders in the set, and this is the trip to the promised land. Casey Jones climbed in the cabin, Casey Jones, orders in the sand, Casey Jones leaning out the window, taking a trip to the promised land. Bruce House, Memphis, yachts on a fly, rain been a falling and the water was high. Everybody knew by the engine's moan that the man at the bottle was Casey Jones. Well, Jones said, fireman, don't you fret. Sam Webb said, I ain't giving up yet. 8 hours late, but the southbound mail be on time or relieving the rails. Casey Jones climbed in the cabin. Casey Jones, orders in his hand. Casey Jones leaning out the window, taking a trip to the promised land. Dead on the rail was a passenger train. Blood was a-boiling in Casey's brain. Casey said, hey now, look at the head. Sam jump, or we'll all be dead. With a hand on the whistle and a hand on the brake, North Mississippi was wide awake. I see railroad officials said he's a good engineer to be a laying there. Casey Jones climbed in the cabin. Casey Jones, orders in the sand. Casey Jones leaning out the window, taking a trip to the promised land. Headaches and heartaches and all kinds of pain are all a part of a railroad plane. Sweat and toil, the good and the grand, are part of the life of a railroad man. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in meiner nächsten Story wieder. Weitere Konzeptalben waren Bitter Tears, das ich in meinem vorletzten Video bereits vorgestellt habe, gefolgt von den Ballads of the True West, nämlich den Balladen aus dem wahren Westen, das 1965 erschien. Dieses Album habe ich mir für mein nächstes Video vorgenommen und ich präsentiere daraus den Song Ballad of Boot Hill über das Duell zwischen Wyatt Earp und den Clantons. Bis dahin, tschüss und bleibt gesund.